Einen wunderschönen guten Tag, recht herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Eine wahre Flut an Ereignissen gibt es in dieser Kapitalmarktwoche zu verzeichnen. Da wäre mal der Volkskongress in China, bei dem man gleich mal trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten mit einem ehrgeizigen Wachstumsziel aufhorchen lässt. In den Vereinigten Staaten wiederum gab es gestern den Super Tuesday, an dem Republikaner und Demokraten in mehr als ein Dutzend Bundesstaaten ihre parteiinternen Vorwahlen abhalten. Morgen Donnerstag dann folgt dann auch schon das nächste EZB-Meeting, wo man gespannt sein darf auf die Inflationsprognosen für 2024 und ob es Hinweise auf den Zeitpunkt und das Ausmaß der ersten Zinssenkung geben wird. Fed-Chef Jerome Powell spricht dann auch am Donnerstag vor dem Wirtschaftsausschuss des US-Kongresses zum konjunkturellen Ausblick und der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und bevor es dann ins Wochenende geht, präsentiert uns noch das US-Arbeitsministerium am Freitag neue Daten bezüglich Arbeitslosenrate, neu geschaffene Jobs sowie der aktuellen Stundenlöhne. Aufgrund der massiven Anzahl an bevorstehenden marktrelevanten Ereignissen hat sich dann der Aktienmarkt auch in den letzten 2 Tagen performance-technisch etwas eingebremst. So musste das Deutsche Börsebarometer die jüngste Serie von 7 aufeinanderfolgenden Rekordhochs zwischenzeitlich mal beenden. Nichtsdestotrotz sei erwähnt, dass trotz schwacher Konjunktur in Deutschland der hiesige Aktienmarkt seit Jahresanfang ca. 6% Kurszuwachs zu verzeichnen hat. Auch in den USA zeigt sich die Aktienanlegerschaft in den letzten Tagen mit etwas Zurückhaltung. Nach dem Rekordkursrallye von letzter Woche muss auch hier niemand enttäuscht sein, verzeichnet doch der breite US-Aktienmarkt als auch der technologielastige US-Index ein Plus von ca. 8% seit Jahresanfang 2024. Vergleichsweise bescheiden stellt sich da die Performance-Situation am Anleihemarkt dar. Die bis dato Rücknahme der übereifrig gepreisten Zinssenkungen ließ zwar die Renditen steigen, dies führte aber naturgemäß zu Kursrückgängen bei den festverzinslichen Wertpapieren. 10-jährige deutsche Bundesanleihen notieren zurzeit bei 2,4%. Die Rendite ist somit seit 27. Dezember des Vorjahres um 0,5% angestiegen und hat damit in etwa die Hälfte ihres Rückgangs der vergangenen 3 Monate wieder wettgemacht. Die schwache Konjunktur in Deutschland und die mögliche Lockerung der Geldpolitik durch die EZB sollten aber das Ausmaß eines weiteren Aufwärtstrends bei den Renditen deutscher Bundesanleihen in Grenzen halten. Das amerikanische Pendant, die 10-jährigen US-Treasury Bonds, notieren aktuell bei 4,2%. Auch hier kam es in den letzten Wochen zu einer stetigen Rücknahme der üppig gepreisten Zinssenkungserwartungen. Apropos Zinssenkungserwartungen. In der Eurozone preist der Markt keine Zinssenkungen mehr für März- und April-Sitzung der Europäischen Zentralbank ein. Die erste Zinssenkung erwartet man mittlerweile für Juni oder Juli. Bis zum Jahresende gehen die aktuellen Schätzungen von einem Leitzinsniveau von in etwa 3 bis 3,25% aus. Wie sieht die Situation in den Vereinigten Staaten aus? Nun, auch hier kam es zu einer Retournahme der übermäßig gepreisten Zinssenkungserwartungen. Rückläufige Inflationsdaten, bärenstarker Arbeitsmarkt und laufende Revisionen in Bezug auf ein besser als erwartetes Wirtschaftswachstum lassen wohl die Währungshüter rund um Jerome Powell eine zunehmend abwartende Haltung einnehmen. Bis Jahresende sollte aber dennoch eine Leitzinsspanne in Höhe von 4,25 bis 4,5% zu erwarten sein. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Frei nach Goethes Faust erklimmt der Goldpreis neue Höchststände. Aktuell notiert der Goldpreis für eine Feinunze bei 2.120 US-Dollar. Somit ist der Preis nicht mehr weit entfernt von seinem Rekordhoch aus dem vergangenen Jahr.
In Euro gerechnet präsentiert sich das Edelmetall gar so teuer wie noch nie. Eine Unze, also 31,1 Gramm, kosten aktuell 1.946 Euro. Einmal mehr unterstreicht das zinsfreie Gold seinen Charakter als sicherer Hafen bei geopolitischen und terroristischen Krisen. Neben der starken Nachfrage nach Goldschmuck sind es vor allem die Notenbanken, die mit ihren Goldkäufen sowie ihren Ankündigungen, die Zinsen senken zu wollen, für eine verstärkte Nachfrage sorgen. Ebenfalls auffällig verhält sich zurzeit der Kryptomarkt. Bitcoin verzeichnete in den letzten Tagen seinen stärksten absoluten Anstieg seit über 2 Jahren und notiert nun bei knapp unter dem Allzeithoch. Neben den stetig anwachsenden Zuflüssen in den Markt für digitale Assets ist es ein alle 4 Jahre stattfindender Prozess namens Halving, der zu einer künstlichen Verknappung und somit zur Erklärung für den in jüngster Vergangenheit stark gestiegenen Kursanstieg herangezogen wird. So, das war's auch schon wieder. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich verabschiede mich mit einem Servus aus Wien. Euer Christian Leinweber.